Kennst du auch diese Angst vor dem weißen Blatt Papier, diese Scheu, diese Unsicherheit, die in uns ist, wenn wir vor einem unschuldigen, unberührten weißen Blatt Papier sitzen und diese Erwartung in uns aufsteigt, dass wir jetzt auf diesem weißen Blatt etwas ganz Großartiges erschaffen müssen. Ich erlebe oft, dass Menschen, wenn sie vor dem weißen Blatt Papier sitzen, eine kreative Blockade haben. Und heute möchte ich dir 5 Wege zeigen, wie du leicht und unbeschwert in den kreativen Malprozess einsteigen kannst. Dein inneres Kind wird es lieben. Mein erster Tipp ist folgender. Wenn dir das weiße Blatt Papier Angst macht oder wenn es dich verunsichert, dann nimm es erstmal in den Arm. Ja, gib ihm eine feste Umarmung. Drück es richtig schön an dich. Wir kennen das aus vielen Geschichten. Wenn da etwas ist, vor dem wir uns fürchten, ist eine Möglichkeit, dass wir es einfach in den Arm nehmen, fest an uns drücken, ja? Und lieb haben. Lieb haben, bis es uns keine Angst mehr macht. Und wenn wir das mit dem Blatt Papier machen, dann werden wir merken, dass es gar nicht mehr so furchteinflößend ist. Und es ist auch gar nicht mehr so gewaltig, weil wir haben es jetzt geknuddelt. Es ist jetzt unser Freund. Es ist jetzt nicht mehr so befremdlich. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, kannst du sogar auch noch auf andere Weisen dich an das Blatt schmiegen. Ja? Du kannst es mit deiner Wange streicheln. Ja? Geh einfach in Kontakt. Ja, mach es dir richtig zu eigen, wie ein Kuscheltier. Ja, wie ein Teddy oder wie ein Schmusekissen oder sowas. Etwas, was du ganz doll lieb haben kannst. Ja, und du wirst merken, es ist nicht mehr so furchteinflößend. Wenn du dir das Blatt Papier jetzt auf deinen Platz legst, dann wirst du sehen, dass durch das Licht schon ganz natürlich Schatten entstehen auf deinem Blatt. Ja? Es gibt jetzt schon eine Struktur auf dem Papier. Und mit dieser Struktur kannst du arbeiten. Du kannst jetzt zum Beispiel einen Stift hernehmen und diese Strukturen nachziehen. Ganz unbeschwert, ja, ganz einfach die Linien nachziehen. Und mal schauen, wo sie dich hinführen. Manchmal hören die Linien ganz plötzlich auf. Dann hörst du auch auf. Ja, dann endet deine Linie irgendwo mitten auf dem Blatt. Und du kannst einfach schauen, was geschieht, wenn du diesen Knicklinien auf dem Papier folgst. Es muss nichts entstehen. Es geht einfach darum, dass du diese Strukturen, die auf dem Papier entstanden sind, nachvollziehst. Ganz unbeschwert. Neugierig auch, ja? Neugierig. Wie auf einer Abenteuerreise. Vielleicht kommt dir unterwegs schon eine Idee, wo du sagst, jetzt würde ich gerne eine andere Farbe nehmen. Jetzt würde ich gern dies oder jenes machen und du spürst schon, da sind Impulse. Da tauchen tatsächlich Impulse auf. Und diese greifst du dann auf. Und schwupps, schon bist du mitten im kreativen Prozess. Und hast gar keine Scheu mehr vor dem weißen Blatt Papier. Probier's mal aus. Ein weiterer Weg ist ein Bauchbild. Hast du schon mal ein Bauchbild gemalt? Das ist ein Bild, was du auf deinem Bauch malst. Ich habe die Kamera jetzt extra mal ein bisschen weiter nach unten gestellt, damit du hier gut meinen Bauch siehst. Ja, ich lege mir jetzt ein Blatt Papier auf den Bauch und anstatt auf dem Tisch zu malen, nutze ich meinen Bauch als Unterlage. Und ich fange einfach bei meinem Bauchnabel an. Ja, leg mir ein Blatt Papier auf den Bauch
Und ich nutze jetzt hier einen Woody-Stift. Gut geeignet sind weiche Stifte, die aber nicht brechen. Ein Woody ist eine super Idee oder ein Wachsstift, der relativ stabil ist. Ja, oder ein Vollminenbuntstift. Und dann legst du dir ein Blatt Papier auf den Bauch und beginnst einfach ganz intuitiv. Du musst auch nicht hinschauen. Du kannst auch schauen, wo führt dich dein Stift hin. Und du malst einfach auf deinem Bauch und du streichelst mit dem Stift auf dem Papier deinen Bauch. Oder du kannst auch deinem Bauch auf diese Weise einfach ein wenig Aufmerksamkeit geben und mal schauen, was dein Bauch sich wünscht. Ja, du kannst ihn auch massieren auf eine sanfte Weise mit deinem Stift. Du kannst mal schauen, was so entsteht, wonach sich dein Bauch sehnt, ja, was er gern für ein Bild haben möchte. Und das machst du so lange, bis du das Gefühl hast, es ist genug. Und es ist sogar eine gute Idee, nicht hinzuschauen. Denn wenn wir nicht hinschauen, kann auch unser innerer Meckerkopf gar nicht so zum Zuge kommen. Und jetzt kannst du dir anschließend Zeit nehmen und dein Bild betrachten, dein Bauchbild. Und ich bin mir sicher, dass wenn du drauf schaust, dass du bestimmte Impulse in dir wahrnehmen wirst. Vielleicht spürst du erstmal, mit welchem Medium du weiter an dem Bild arbeiten willst. Ja, sind es Wasserfarben oder sind es vielleicht Kreiden oder Buntstifte oder möchtest du mit einem ganz feinen Feinliner in die Räume hineingehen und Ornamente dort hineinzeichnen. Vielleicht willst du Worte hineinschreiben oder bunte Schnipsel hineinkleben oder stempeln oder walzen, was auch immer. Du wirst auf jeden Fall Impulse in dir spüren und dann bist du schon wieder im kreativen Fluss. Hier ein Beispiel aus meiner eigenen Malpraxis. Dieses Bild habe ich neulich auch auf meinem Bauch gemalt. Ja, habe ich einfach ganz unbeschwert angefangen. Und diese Spirale habe ich dann mit Farben gefüllt und die schwarze Linie in der Spirale nachgezogen und dann Ornamente draufgebracht. Und am Ende ist es noch nicht, es ist noch mitten in Arbeit, aber was dabei entsteht, ist ein wunderschönes Bild, das mir seit 1-2 Wochen jeden Tag ganz viel Freude bringt. Ich male jeden Tag daran. Ja, es macht mich glücklich, es macht Spaß. Das Bild wächst und es ist entstanden aus einer ganz einfachen Spirale, die ich auf meinem Bauch gemalt habe. So kann es losgehen. So kann ein ganz besonderes, ja, für uns besonderes Werk seinen Anfang finden. Bevor wir weitergehen zum nächsten Impuls, möchte ich dich auch sehr gern einladen in meine kreative Community Imagea. Wenn du Lust hast auf weitere kreative Impulse in einer munteren, kreativen Runde aus vielen bunten Gleichgesinnten, dann schau doch mal vorbei bei Imagea. Schau rein, spür rein und vielleicht fühlst du dich da wohl und es ist ein kreativer Raum für dich zum Entfalten und zum gemeinsam Wachsen. Und es gibt noch einen Weg, ganz leichtherzig und spielerisch anzufangen. Und zwar, wenn wir das Gefühl haben, unsere Hände sind zu verkrampft und wenn wir mit den Händen arbeiten, dann wollen wir zu viel, dass es ein gutes Bild wird und wir strengen uns zu sehr an. Dann lass uns doch einfach mit dem Fuß malen. Also mit einem Fuß halte ich mein Bild fest. Ich nehme den Stift zwischen den großen Zeh und den nächsten Zeh und dann male ich einfach mit dem linken Fuß. Also es ist erstmal ziemlich ungewohnt, aber es bewegt möglicherweise ganz neue Bereiche in uns. Ja, es schwingt ganz neue Erfahrungen an. Spür einfach rein, was für dich gut passt und schau mal, wo dich dein Fuß hinführt auf dem Papier. Mach einfach ein Spiel draus. Ja, du bist unbeholfen. Ja, vielleicht machst du das allererste Mal und es fühlt sich absolut neu und
vielleicht auch ein bisschen bescheuert an. Aber es ist ein Spiel und es gehört dazu, zum kreativen Prozess, dass wir spielen und dass wir Neues ausprobieren. Genau das ist es, worum es geht. Es geht darum, dass wir uns erweitern, dass wir Abenteuer erleben, dass wir lernen. Und wenn wir etwas Neues lernen, dann fühlt es sich halt manchmal auch an, als wenn wir es überhaupt noch nicht können, als wenn wir keine Kontrolle haben. Aber es macht Spaß. Und darum geht's. Und möglicherweise hast du dann dein allererstes Fußbild in der Hand. Damit kannst du dann umgehen. Ja, du kannst schauen, was ruft dich? Auch wieder hier, welche Farben, welches Material? Was will entstehen aus diesem Liniengeflecht auf dem Papier? Als nächstes brauchst du flüssige Farbe. Das kann sowas sein wie Zeichentusche oder Aquarelltusche oder Acryltusche oder auch ganz normale Farbe, die du mit Wasser verdünnt hast. Egal, Hauptsache flüssig. Und im Idealfall auch noch eine Pipette und einen Strohhalm. Die Pipette dient dazu, dass du die Farbe auf dein Blatt Papier bekommst. Hierfür brauchst du nicht wirklich eine Pipette. Du kannst auch einfach die Farbe aus der Flasche aufs Papier tropfen lassen. Ja, das funktioniert auch. Aber wenn du feiner dosiert arbeiten willst, dann ist eine Pipette eine gute Idee. Was wir hier machen oder bereits getan haben, ist, wir haben die Pipette für uns arbeiten lassen. Es ist jetzt schon was auf dem Papier und das Blatt Papier ist nicht mehr so beängstigend weiß. Der erste Schritt ist also getan. Und was wir jetzt tun können mit dem Strohhalm, ist, dass wir die Farbe auf dem Blatt Papier bewegen, ohne dass wir Hand anlegen. Wir benutzen kein Werkzeug, um die Farbe zu bewegen, sondern nur unseren Atem. Und den lenken wir durch einen Strohhalm. Ja, schau, dass du nicht zu viel ausatmest. Es kann sein, dass dir sonst ein bisschen schwummrig wird. Du kannst das Blatt Papier auch drehen. Solange die Farbe noch nass ist, kannst du sie auch bewegen. Ich liebe solche Bilder. Ja, die sind so filigran, auch diese zarten Linien. Die sind manchmal sogar zarter, als wir sie mit dem Pinsel oder mit dem Stift ziehen würden. Und jetzt hast du wieder etwas auf dem Papier. Und schwupps bist du schon im kreativen Fluss, weil das, was du hier siehst, was du hier wahrnimmst, das weckt Impulse in dir. Da bin ich mir sicher. Da gibt es Linien, die du weiterführen kannst. Da gibt es Räume, die du füllen kannst. Ja, es gibt möglicherweise mehrere Linien beieinander, die du zu Zeilen formen kannst, zwischen die du Worte schreiben kannst. Du kannst auch einfach direkt an die Linien anknüpfen und dort Worte schreiben oder Ornamente irgendwo hineinweben. Es gibt unglaublich viel, was du damit tun kannst. Und je nachdem, was du für Farbe verwendet hast, ja, wenn das Acrylfarben sind, dann kannst du die Farbschicht trocknen lassen und dann machst du das gleiche nochmal mit einer anderen Acrylfarbe, einer flüssigen. Und so entsteht ein vielschichtiges Bild. Und das hier, was ich jetzt verwendet habe, sind Aquarelltuschen oder ist eine Aquarelltusche und die lässt sich sogar im Nachhinein wieder anlösen. Also wenn ich möchte, kann ich jetzt entweder direkt mit Wasser weiterarbeiten oder ich arbeite andere Aquarellfarben mit ein. Ich persönlich liebe es, wenn diese Sache trocken ist und ich dann an diese zarten, feinen Linien anknüpfen kann. Und in die großen Flecken kann ich vielleicht Schnipsel hineinkleben oder mit anderen Stiften hineingehen und diese Kleckse vielleicht noch ein bisschen aufhellen oder anreichern mit Ornamenten. Du siehst, ich bin schon voll im kreativen Fluss. Ich könnte jetzt hier 10 verschiedene Arten finden, weiterzumachen. Aber ich lade dich dazu ein, deine zu finden, deine ganz eigene. Zu malen mit der Pipette fällt mir noch eine schöne Geschichte ein aus einem meiner Malkurse. Das ist schon viele Jahre her, aber da habe ich einen Malworkshop gemacht fürs innere Kind.
wo die Menschen eingeladen waren, mit der Pipette zu arbeiten und sich eine Mappe zu gestalten. Alle waren am großen Tisch gemeinsam, relativ vorsichtig noch zum Anfang, und 2 Frauen standen nebeneinander und eine spritzte so mit ihrer Pipette ganz genussvoll auf ihre Mappe und da flogen Kleckse auf die Mappe ihrer Nachbarin. Und es war so ein Moment, wo absolute Stille war, wo erstmal niemand wusste, was passiert jetzt. Dann aber entspannte sich die Atmosphäre und alle haben losgelacht. Und dann ging's los. Ich sag dir, danach gehörte das einfach mit zum kreativen Prozess. Alle haben wie wild pipettiert und haben auch die Mappen der anderen mitgestaltet, indem sie einfach voller Enthusiasmus auf ihre eigene Mappe die Farbe haben spritzen lassen. Also das war wirklich ein großer Spaß und auch eine große Freude miteinander. Also daher meine Einladung, wenn du gemeinsam mit jemand anderem dieses Spiel mal durchführen willst, ja, dann zieh das in Betracht. Das gehört dazu, dass auch kleine Kleckse sich auf das Bild des Nachbarn verirren. Das gehört dazu und das macht es auch noch bunter. Das ist wie im Leben, oder? Wenn unser Nachbar oder jemand, den wir mögen, mit dem wir gemeinsam in einem Raum unser Leben verbringen, also in einem Lebensraum, und dieser Mensch tut etwas mit Begeisterung, ja, dann sprühen diese Begeisterungsfunken auch auf uns über, mitunter. Und dann ist es unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Nehmen wir diese und gehen wir auch kreativ damit um? Oder lehnen wir sie ab? Oder machen wir gemeinsam ein richtig schönes Spielprojekt draus? Für den 5. Weg, unbeschwert in den kreativen Prozess zu starten, brauchen wir auch wieder Hilfsmittel. Und in diesem Fall mindestens eine Glasmurmel, einen Karton und auch wieder flüssige Farben. Also Aquarelltuschen, Zeichentusche, Acryltuschen. Egal, Hauptsache flüssig. Da der Boden von meinem Karton sehr wellig ist, bringe ich noch eine Pappe ein als Boden. Ja, mit einem relativ neutralen Untergrund. Und du kannst jetzt so viele Farbtöne verwenden, wie du möchtest. Ich werde diese beiden verwenden. Das ist Lichtblau und Safran. Und von diesen beiden Farben mache ich einfach ein paar Kleckse auf das Blatt. Du kannst auch hier wieder mit der Pipette arbeiten, wenn du möchtest. Ja, wenn du es ein bisschen genauer dosieren oder platzieren willst. Aber ich mag gerade den Zufall. Ja, und so werfe ich einfach ganz spontan etwas Farbe aufs Papier. Und von jetzt an malen nicht wir, sondern wir lassen unsere Glasmurmel malen. Du kannst entweder eine verwenden. Ja, ich fange mal mit einer an und schauen wir mal, was passiert. Die Murmel bewegt sich jetzt durch die Farbe, wenn wir den Karton bewegen. Und du siehst schon, wie die Magie passiert. Wenn du mit einer Murmel arbeitest, kannst du noch relativ fokussiert oder sogar kontrolliert arbeiten. Aber wenn du dir mehrere zur Hand nimmst, ich habe hier noch eine ganze Dose und ich gebe jetzt mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Glasmurmeln dazu. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Möglich, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, das ist mir ja viel zu viel Farbe auf dem Blatt. Ja, das kann sein. Du kannst sie einfach trocknen lassen und dann weiterarbeiten damit, vielleicht eine neue Schicht Farbe draufbringen. Oder du holst jetzt das Blatt aus dem Karton raus. Ich habe jetzt ein neues Blatt im Karton. Hier sind die Murmeln und wir haben jetzt definitiv gelernt, das war zu viel Farbe. Also nehmen wir weniger. Einen Klecks Blau und einen Klecks Gelb. Und dann versuchen wir es nochmal. Ich könnte jetzt noch einen Klecks Farbe aufbringen, vielleicht noch eine dritte Farbe oder eine vierte und immer so weitermachen. Ich kann es aber auch
jetzt erstmal so trocknen lassen und dann schauen, wie ich damit umgehe. Oder ich muss es ja nicht mal trocknen lassen. Ich kann direkt jetzt draufgehen. Ich kann mit Wasser weiterarbeiten an diesem Blatt. Ja, weil es sind wieder Aquarellfarben, das heißt, die sind noch anlösbar. Und selbst wenn es andere Farben wären, ja, wie zum Beispiel Zeichentusche oder Acryltusche, könnte ich auch nochmal draufgehen und einfach andere Materialien hinzunehmen oder, solange diese noch ein bisschen feucht sind, mit Wasser dran arbeiten. Das war dann doch ein bisschen viel Farbe, aber so ist es halt im kreativen Prozess. Wir lernen, indem wir Dinge ausprobieren und dann feststellen, funktioniert doch nicht so gut, probieren wir es mal anders. Ich bin mir aber sicher, dass ich hier auch noch was draus machen werde. Aber das hier ist definitiv ein sehr schönes Bild, um damit weiterzuarbeiten. Da habe ich total Lust drauf, nochmal reinzugehen und irgendwas damit zu machen. Das lädt mich ein, ja, das inspiriert mich, das schenkt mir Impulse. Und genau das ist es, worum es geht. Mit diesen 5 Wegen anzufangen, kannst du auf jeden Fall leichtherzig und spielerisch und freudvoll in den kreativen Prozess hineingehen. Mir hat das Drehen dieses Videos Riesenspaß gemacht. Ich hatte ganz viel Freude und alle Werke, die hier entstanden sind, sind jetzt auch für mich weitere neue Abenteuer, mit denen ich kreativ umgehen werde. Und ich wünsche dir, dass du mindestens genauso viel Spaß hast beim Mitmachen, beim Nachmachen und dann auch weiterhin mit deinen Werken. Schreib mir gern in die Kommentare, was du davon ausprobiert hast, was du vielleicht schon kanntest und was dir am meisten Spaß gemacht hat. Und wenn du tiefer eintauchen willst in das Wunder des kreativen Prozesses und wenn du auch lernen willst, andere Menschen leichtherzig und spielerisch in den kreativen Prozess zu begleiten, dann schau dir gern meine Ausbildung für heilsames intuitives Malen an. Da gibt's noch ganz viel mehr solcher schönen Überraschungen. Die Links sind alle unter dem Video.